Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, aber bevor das Video losgeht, möchte ich euch nochmal auf eine kleine Sache hinweisen. Denn ich verfolge jetzt schon eine etwas längere Zeit einen YouTuber, der auch Shakes and Fidget Videos macht. Und ja, ich gucke mir immer sehr lange dann Leute an, bevor ich die dann weiterempfehle. Und ja, auf jeden Fall kann ich euch sagen, gibt es einen Neuankömmling in der SF-Szene. Und zwar ist das hier der Nachbarle, ja, so heißt sein YouTube-Kanal. Wenn ich den mal hier... Oh, es ist schon wieder so fail hier, ne? So, weil meine Kamera ist ja im Weg. Ja, das ist hier der Nachbarle, der macht Shakes and Fidget Videos. Und das Besondere an ihm ist halt, da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen, er macht halt sehr hochqualitative Shakes and Fidget Videos. Ja, das ist... ja, und grenzt sich so mit von den meisten Leuten ab. So auch von mir, ja, so eine Qualität. Wir können das ja mal hier im Hintergrund ein bisschen laufen lassen, ja. Ein ganz sympathisches Kerlchen und so eine Qualität werdet ihr nie bei mir sehen. Ja, deswegen, falls ihr qualitativ hochwertige Shakes and Fidget Videos sehen wollt, ihr seht, er macht so Statistiken und sowas und Rückblicke von seiner Woche, spielt hier auf dem internationalen Server 40 und ja, wollte ich nur mal anmerken, er hat momentan 36 Abonnenten, ist ein sehr sympathischer Dude und da würde ich auf jeden Fall mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Link ist unten zu ihm in der Beschreibung und einfach mal den hier macht. Ja, einfach mal den machen und dann bin ich mal gespannt, wie viele Abonnenten da bei ihm zusammenkommen. Würde mich freuen, wenn wir da eine schöne, ja, was weiß ich, eine schöne große Marke sehen. Da vielleicht schaffen wir sogar die 100, also die 50, denke ich mal, sollten wir voll kriegen. Vielleicht kriegen wir sogar die 100 voll. Er hat sich das auf jeden Fall verdient. Ich muss aber dazu sagen, er macht nicht nur Shakes and Fidget Videos, sondern auch noch andere Videos abseits von Shakes and Fidget, macht so, keine Ahnung, glaube ich auch nebenbei irgendwelche anderen Projekte, aber SF soll in nächster Zeit bei ihm öfter kommen, so habe ich das gehört. Deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, wenn da ein bisschen mehr SF kommt, dann mache ich mal auf ihn aufmerksam und der hat sich das auf jeden Fall verdient. Ja, das muss auf jeden Fall auch gesehen werden. Sehr hochwertige, lustige SF-Videos. Ja, so viel mal zur Werbung dazu und wir befinden uns heute auf dem Berserker. Ja? Ich muss erstmal ein bisschen hier meine ganzen anderen Sachen hier voranbringen. Denn auf dem Berserker hatten wir in letzter Zeit nicht mehr so das große Augenmerk drauf geworfen. Das möchte ich auf jeden Fall heute ein bisschen mehr ins Licht rücken, denn im Prinzip ist es ja auch so eine mehr oder weniger, sag ich mal, Art von Projekt-Account. Es ist ja mein fast Free-to-Play-Char. Und ja, der Berserker ist ja jetzt einige Zeit jetzt schon draußen. Ich weiß nicht, über ein Jahr ist er jetzt mittlerweile auf allen Servern spielbar. Ich mach mal so, sonst stören die hier nachher alle. Und ja, mittlerweile bin ich Stufe 356. Ich meine, ich habe immer nicht das Optimalste rausgeholt. So, ich habe viele Zeit auch mal 120 Alu gespielt mit 30er Mount und so, weil ich dann einfach auf die Pilze kommen möchte. Und das ist ja mein ja, mehr oder weniger Projekt-Account, weil ich hier 10 Euro rein investiert habe, um mal zu schauen, wie weit kommt man mit einem Charakter, in den man 10 Euro reingesteckt hat. Und die 10 Euro, das war noch nicht mal das Angebot, weil das gab es damals noch nicht. Die 10 Euro war ohne dieses 10 Euro Starterpaket, ja. Und heute werden wir mal ein bisschen hier die Tränke wieder auffüllen, denn wir bekommen in nächster Zeit relativ viele Flügeltränke und das finde ich eigentlich ganz gut, ja, weil das können Free-to-Play-Chars immer gut gebrauchen. Heißt, wenn man mal den Flügeltrank oder mal komplette Tränke rausholt, dann ist so einiges machbar, wenn man halt ohne Tränke spielt, ne, die Zeit lang, weil mit Tränke ist natürlich deutlich mehr schaffbar. Und ja, mit den 10 Euro bin ich jetzt über einem Jahr auf dem Server hier, S39 ist das, und bin auf Rang 246 und ich denke mal, jetzt, wenn ich die Tränke intus habe, ja, wenn ich mir schön einen reingeorgelt habe, wie ein achtarmiger, dann wird da auf jeden Fall wieder einiges möglich sein. Ihr habt es gesehen, bei dem Mondportal ist da auf jeden Fall auch schon wieder der ein oder andere Gegner drinne. Ja, in der Schattenwelt bin ich auf jeden Fall dabei, Wirbelwindsturm noch weiter durchzupushen. Da geht auf jeden Fall auch sehr viel. Ich bin jetzt mir aber allerdings unsicher, was ich jetzt hier angreife, weil ich schon so lange nichts mehr wirklich angegriffen habe. Ich muss dazu sagen,
Arena Manager spiele ich auf dem Server nicht, weil das mein, na was heißt nicht, ich spiele ihn schon, aber ich ja, kaufe mir jetzt hier keine Boosts. Die Boosts habe ich mir Free-to-Play gekauft. Eigentlich müsste ich mir noch einen Boost auf der Toilette gönnen hier. Das habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Das würde mich noch deutlich voranbringen. Ja, das ist so das, weil sonst, wenn ich hier... Das wäre jetzt mein dritter Account, wo ich jetzt hier immer durchwechseln muss mit Farm-Equipment und PvP-Equipment. Und das mache ich halt einfach nicht so, ne? Wenn ich ein Item bekomme, dann nehme ich das einfach so, aber ich werde hier jetzt nicht auf Teufel komm raus hier mir ein extra ein extra Level-Equipment zulegen. Klar, geht mir dadurch einiges verloren auf dem Weg nach oben. Weil das sind 50% Gold und 10% Erfahrung, die mir da durch die Lappen gehen. Allerdings, ja, ein bisschen habe ich hier was auch drauf, aber das sind sehr viele Widerstandssachen. Ich nehme einfach so, wie die Sachen kommen und gut ist. Da habe ich jetzt nicht so den großen Einfluss drauf. So, hier habe ich einmal Goldbonus plus 11 und ja, deswegen, ja, also ich werde hier nicht noch auf den dritten Server wechseln und auf meinem Dämonenjäger, mal angemerkt, werde ich das auch nicht machen. Da werde ich einfach, ja, versuchen, so gut es geht, die Farmboni, also XP und Gold auf mein PvP-Equipment hier zu klatschen und das war's dann. Ja, da werde ich jetzt nicht noch drittes und viertes Mal Farm-Equipment holen, nur damit ich 2 Equipments habe, die ich dann immer wechseln kann, damit ich das Optimale rausholen kann, ja. Das ist mir dann einfach nachher zu viel gewechselt, muss ich sagen. So, ich habe hier jetzt mal einfach einen angegriffen, weil ich nicht weiß, wen ich angreifen soll hier in der Lichtwelt. Ich glaube, hier ist noch nicht so viel machbar, aber ich habe hier auch sehr, ja, sehr krass dran zu tun, neues Equipment zu finden. Der ist legbar auf jeden Fall. Für einen Berserker sah der Versuch schon gut aus, weil der... Achso, ja, hier habe ich auch noch den Kalender, weil ich jetzt nicht hier die großartigen Kombis rausgehauen habe. Ist der auf jeden Fall schaffbar und ja, ich denke mal, das könnte gut funktionieren. Ich werde mal jetzt in jeden Dungeon hier in der Lichtwelt, weil in der Schattenwelt weiß ich, da brauche ich den hier nur angreifen, da komme ich safe jetzt easy. Easy komme ich da durch. Hier komme ich auch easy weiter und bei denen weiß ich es jetzt nicht ganz genau, aber der hier, das ist ja der nächste, der ist auf jeden Fall machbar. Nur gibt er mir halt nicht so viel ja, Erfahrung. So. Deswegen investieren wir mal überall einen Pilz hier in der Lichtwelt, um mal zu schauen, welchen Gegner ich jetzt mir unter die Lupe nehmen kann, für die Zeit, in der ich Tränke drin habe. Kommen jetzt nochmal Kritten hier, ein Kombi. Ja, gut, das ist nice, das ist sehr gut. Da haben wir den Tor zur Strecke gebracht. Ja, weil, ja, man möchte natürlich auf dem Free-to-Play-Account keine Pilze ausgeben, das ist, denke ich mal, klar. Aber wenn ich jetzt hier Top-Tränke drin habe, dann möchte ich schon mal gucken, was so möglich ist bei den Dungeons, ja. Und, komm, ja, oh, ja. Das ist sehr gut, das ist sehr gut, das lohnt sich doch auf jeden Fall. Das freut mich sehr, dass wir hier jetzt wieder ein bisschen vorankommen. Gucken wir mal direkt beim nächsten rein hier. Man kann mal so ein bisschen, ich würde es, wenn ich jetzt keine, ich sag's immer wieder, wenn ich keine Videos machen würde, dann würde ich hier keine Pilze ausgeben auf dem Free-to-Play-Account. Aber natürlich möchte ich euch auch irgendwo so ein bisschen was zeigen. Ja, gut, da haben wir voll verschissen. Aber der ist auch machbar, aber wir haben nur komplett reingeschissen bei dem Gegner. Davon mal ab. Aber jetzt gucken wir erstmal weiter. Hier gucken wir mal den Zyklopen an. Der sollte eigentlich machbar sein, weil der macht so gut wie gar keinen Schaden. Der hat zwar sehr viel Leben. Alter, krasse Kombi. Ich glaube, 7er Kombi oder so war das. Habe ich im Unterbewusstsein irgendwie mitgezählt. 1, 2, 3, 4. Ja, 4er Kombi. Also der ist easy. Da werden wir mal direkt auch noch den nächsten angreifen. Hier, komm. Da sollten auf jeden Fall noch ein paar Gegner machbar sein. Ja, unter anderem hier der Cerberus. Der sollte auch easy drin sein, wenn er nicht hier einfach die ganze Zeit ausweichen würde und uns hier einen nach dem anderen Crit ins Gesicht haut. Der weicht wirklich sehr stark aus, aber wir haben ihn auch besiegt. Ja, das ist, also ich finde halt, Berserker macht halt unglaublich viel Spaß, wenn man so ein bisschen Dungeons durchballern will. Also da ist der echt, er ist halt eine Dungeon-Maschine so, ne? Deswegen wird er halt auch am meisten bei Server-Starts und sowas jetzt immer gepickt, weil der halt, ja, am meisten Rambazamba macht in den Dungeons.
Deswegen, jo. Und ich finde auch, er macht auch viel Spaß. Aber gut, Free-to-Play, finde ich, macht er auch Spaß, so. Aber natürlich am meisten Spaß macht es, wenn man den durchpilzt bis zum geht nicht mehr. Weil man halt die schönen, weil man die schönen Kombis sehen kann, so wie hier gerade. Oh, ja, das macht halt einfach Spaß, finde ich so. Da zuzuschauen. Vor allen Dingen finde ich die Kämpfe auch sehr spannend bei der Klasse hier, weil man halt nie weiß, was einen erwartet, weil halt einen alles erwarten kann. Das ist halt eine komplette Random-Maschine so, ne? Also ja, da weiß man halt nicht, worauf man sich einlässt hier so. Und ja, wir können ja mal, ja, ich würde sagen, wir probieren mal einen Kampf hier bei in der Dauerschleife der Idole. Eigentlich müsste der auch easy machbar sein. Der crittet zwar, oder der one-hittet alles von uns, aber wenn ich hier eine Combo raushaue, dann ist er halt auch locker drinne. Aber das kostet halt zu viele Pilze für einen Free-to-Play-Charakter. Aber ich denke mal für alle anderen, die da ein bisschen Medium sogar reinpilzen, was weiß ich, vielleicht 50 Pilze oder so, vielleicht nicht mal, dann ist er auf jeden Fall auch da. Jetzt gucken wir mal, ob ich auch mein hohes Getöne vom Anfang auch ja, verwirklichen kann und ob der wirklich so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe, ja, weil ja, das ist der erste Gegner vom neuen Dungeon, aber ich denke mal, die sollten machbar sein und ich werde jetzt in der Zeit, in der ich jetzt hier Top-Tränke drin habe, werde ich jetzt auch hier in der Schattenwelt ein bisschen aufräumen, ja. Mal gucken, wie weit ich hier bei den Dungeons komme und wenn ich denn hier nicht großartig mehr weiterkomme, dann werde ich ein bisschen im Wirbelwind mal versuchen, ein paar Tries reinsetzen, dass ich da dann auch ein bisschen vorankomme. Aber ja, auf jeden Fall haben wir ja heute hier schon ein bisschen zumindest was gezeigt in der Folge. Ja, guck mal, das macht hier sogar meine Kunigunde. Ah, noch nicht ganz, da müssen wir auch nochmal ran. Aber spätestens jetzt sollten wir ihn haben. Genau, kriegen sogar eine neue Waffe. 300 Mille bekommen wir hier auch. Oh, und ein Level-Up. Das haben wir auch noch dazu. Alter, Blitzschaden plus 16. Okay, das ist nicht viel mehr. Ah, okay. Von der Spanne her ist es ein bisschen schlechter. Also wir haben auf jeden Fall Potenzial, bessere Waffen zu bekommen. Allerdings, ist das relativ schwierig. Schade, es ist wirklich sehr schade, dass das Ding hier nicht gesockelt ist. Plus 27, plus 46 mehr Durchschnittsschaden ist schon ordentlich. Ja, und die Waffe an sich gefällt mir auch sehr gut. Ich muss mal gucken, wie sieht es denn aus? Edelsteinsockel. Ah, ja. Ich würde das Ding hinzufügen, wenn ich die nötigen Ressourcen für habe, weil ich hier meine Items sowieso alle nur höchstens plus 2 Mal verbessere auf dem Free-to-Play-Account. Ja, weil ich halt nicht das nötige Kleingeld dafür habe, so eine Sachen hier zu sockeln für die Pilze. Deswegen sockel ich die immer für Ressourcen, auch wenn es verschwenderisch ist. Aber das ist mir halt wert und die ganzen anderen Sachen, ja, die mache ich dann nur 2 bis 3 Mal hoch. Das ist halt jetzt nicht ganz so wild. Ja, aber leider können wir das jetzt momentan nicht machen. Schade, ist eine schöne Waffe an sich so. Mal gucken, ich bin mal gespannt, was wir da jetzt noch die Tage bekommen werden als nächstes. Ja, gucken wir nochmal ganz kurz in die Unterwelt rein. Hier habe ich auch einiges, was ich mir noch hier abholen kann. Komm, das holen wir mal ab hier. Scheiß drauf, das machen wir mal. Huch, nein. Ich wollte die eigentlich voll laufen lassen hier, damit wir eine komplette Zeitmaschine wieder abholen. Aber drauf geschissen. Jetzt machen wir das hier für das Video. Zack. So, haben uns hier auch wieder einen kleinen Ehrenvorteil erarbeitet. 244 sind wir jetzt. Und ja, ich hätte noch meine Begleiter leveln sollen. Die muss ich mal wieder auf jeden Fall leveln. Hätte ich mal machen sollen, habe ich jetzt vergessen. Ja, das war's soweit. Denn vom Berserker hier. Und da werde ich auf jeden Fall die Tage nochmal ein bisschen mich drum kümmern. Jetzt, wo ich Top-Tränke drin habe, muss ich hier ein bisschen aufräumen, die Dungeons. Mal gucken, was so geht. Und ja, das war's soweit von mir mit meinem 10-Euro-Account hier. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.